Weniger Müll produzieren, dabei müssen uns seit Jahresbeginn Lebensmittel, Einzelhandel und Gastronomie unterstützen. Restaurants, Bistros und Cafés, die ihre Lebensmittel und Getränke zum Mitnehmen anbieten, sind seit Januar dazu verpflichtet, nicht nur Einweg-, sondern auch Mehrwegverpackungen anzubieten. Wie gut funktioniert das in der Praxis? Ich mache heute eine Stichprobe. Die neue Regelung gilt für Läden ab einer Größe von 80 Quadratmetern und mindestens 5 Mitarbeitern. Erster Stopp von Reporterin Nora Mahmoud, ein Restaurant in der Wiesbadener Innenstadt. In der Mittagspause holen hier viele Kunden ihr Essen ab. Das sind ja so die klassischen Einwegverpackungen. Wie bietet ihr das denn an, wenn hier jemand Essen zum Mitnehmen möchte? Also wenn jetzt jemand was zum Mitnehmen möchte, dann bieten wir natürlich die Einwegsachen an. Sind aber auch offen, wenn jetzt Leute kommen, die oft hier sind, dass wir denen dann halt auch die ganz normalen Teller mitgeben, die dann verpacken und die Leute es dann halt wieder mitbringen. Aber sind da halt dann auch nochmal in der Planung, dass wir da Mehrweg anbieten wollen. Viele Kunden setzen hier aber auch noch auf Wegwerfverpackungen. Weil man oft auch nicht dran denkt, dass man vielleicht was mitnehmen könnte oder weil es auch nicht genug Angebote gibt von Lieferanten, wo man vorher weiß, okay, ich kann jetzt hier mein Mehrweggeschirr abgeben, dann bekomme ich das Essen dafür. Man geht hin, bestellt einen Espresso und bekommt dann einen Pappbecher, nimmt ihn mit und schmeißt ihn weg. Wie finden Sie das? Es ist praktisch, ja. Ich weiß jetzt neue Regelungen im Hinblick darauf, dass es dann eben nachhaltig sein soll, finde ich auch grundsätzlich gut im Hinblick auf die Umwelt. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass sich das durchsetzen wird oder kann, so ohne weiteres, weil es einfach schwierig ist. Also ich habe jetzt keine Lust, irgendwie so einen kleinen Becher mitzunehmen für meinen Espresso. In der Bäckerei nebenan gibt es die Heißgetränke to go im Glas. Dafür hat Inhaber Martin Dries ein eigenes Pfandsystem entwickelt. Also erstmal kriegst du dann den neuen Becher. Du kaufst dich mit 3 € mehr oder weniger in das System ein und bekommst dann einen gefüllten Becher zurück. Und dann kannst du immer, das ist der Vorteil, dann kannst du mit deinem schmutzigen Becher kommen, gibst uns den schmutzigen Becher, wir spülen dir, geben dir einen frischen Becher wieder mit raus. Und warum bietet ihr nicht Mehrwegverpackungen auch für das Essen an? Wir werden es kontinuierlich weitertreiben. Wir werden auch lukrative Angebote machen. Wir wollen die Kunden jetzt holen. Wir wollen sie zum Mehrweg hinziehen. Ein Ziel, das noch lange nicht erreicht ist. Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace schlagen Alarm. Weniger Müll und nachhaltiger Konsum, beides ist noch lange keine Realität an den Theken. Greenpeace hat in über 678 Läden in ganz Deutschland stichprobenartig getestet, ob denn das neue Gesetz zum Schutz der Umwelt, nämlich die Mehrwegangebotspflicht, auch wirklich umgesetzt wird. Und leider haben wir festgestellt, dass ganze 53% der Gastronomiebetriebe, die wir getestet haben, das Gesetz schlichtweg ignorieren. Und damit ist es natürlich wirkungslos, wenn jetzt nicht strafrechtlich verfolgt wird. Immerhin, in Hessen bieten 59% der getesteten Betriebe Mehrweg an. Aber für viele Kunden ist das noch nicht attraktiv, auch weil es noch kein einheitliches Pfandsystem gibt. Im Moment bekommen wir gerade einen Flickenteppich in Deutschland. Jeder Laden denkt sich eine andere Alternative aus. Und das ist natürlich weder wirtschaftlich noch ökologisch sinnvoll. Zurück zu unserer Stichprobe. Wie machen es Supermärkte mit ihren Salattheken? Dieser Supermarkt bietet für die Salate to go kein Mehrweg an, nur Einwegkartons, aber immerhin Mehrwegbesteck kann man sich kaufen. Ortswechsel, auch Fastfood-Ketten wie KFC müssen umstellen. Die Fastfood-Kette bietet das Essen auch in Mehrwegverpackungen an. Dazu muss man aber unbedingt die App haben. Ohne App funktioniert es nicht. Ich habe jetzt alles in Mehrwegverpackungen bestellt. Wie geht es denn jetzt weiter? Also Ihr Essen wird vorbereitet und dann scanne ich mit Hilfe meiner App einmal alle QR-Codes ab und dann scanne ich Ihr QR-Code, den Sie in der App haben und somit ist das Ihnen zugewiesen. Also wieder ein anderes Pfandsystem. Übrigens, Gastronomen müssen nur eine Mehrwegalternative für ihre Plastikverpackungen anbieten. Für Verpackungen aus Pappe gilt das nicht. Das erklärt, warum andere Fastfood-Ketten nur Mehrwegbecher für Getränke und Desserts bereithalten. Fazit: ist es auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Zum einen, weil die Gastronomen noch nicht alle auf Mehrwegverpackungen umgestellt haben. Zum anderen aber auch, weil es viele verschiedene Pfandsysteme gibt. Da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial für Verbesserung.